Wetter hier in Buenos Aires. Es regnet und hört nicht mehr auf. Eigentlich ist heute Long Run Friday, das heißt, ja, jeden Freitag laufe ich eigentlich eine Strecke, mindestens einen Halbmarathon. Und doch bei dem Wetter habe ich heute draußen keinen Bock, das zu laufen. Deswegen werde ich das Ganze ins Fitnessstudio vertagen und einfach dort mal einen Halbmarathon auf dem Band laufen. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video in meinem Videoblog. Mein Name ist André und das ist André läuft. Hier in meinem Videoblog geht es um Läufe in und um Südamerika. Ich lebe seit bereits 14 Jahren in Argentinien und knapp 70%, 80%, vielleicht sogar 90% meiner Läufe sind hier in Argentinien, der Rest überall auf der Welt verteilt. Ich laufe jetzt seit knapp 2,5 Jahren, denn ich kam 2022 aus Deutschland zurück, Weihnachten 22 zu 23 und habe festgestellt, ich bin zu fett. Ich bin in meinem Restaurant die Treppen hoch und runter gelaufen und habe festgestellt, ja, das Schwitzen ist nicht normal und habe dann die Überlegung getroffen, jetzt geht's los, jetzt gehst du laufen. Sportschuhe, Laufschuhe angezogen und bin laufen gegangen und das bis heute. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, 30 Kilo weniger. In den letzten Monaten bin ich 8 Marathons gelaufen, 2 Ultra-Trails, einige Trails, unzählige Halbmarathons und ja, mein Laufpensum im Moment sind wöchentlich zwischen 80 und 100 Kilometer. 100 Kilometer. Doch, seht selbst, hier geht es erstmal weiter. Mein kleines Video aus dem Fitnessstudio diese Woche. Video ab. Durchschnittlich jeden Tag 10 Kilometer zu laufen, also im Monat von 31 Tagen müssen es 310 dann sein, im Monat von 30 Tagen mindestens 300. Im letzten Monat habe ich sehr gut vorgearbeitet, ganze 350 Kilometer standen dann auf dem Tacho. Und ja, Jahresziel sind eigentlich mindestens 3500 Kilometer, aber mein Wunschziel sind immer noch 4000 und das sieht ganz gut aus. So, da es außen immer noch sehr, sehr stark regnet, heißt heute Long Run Friday, Long Run Hamsterradlauf Friday. Das heißt, Halbmarathon heute hier im Fitnessstudio auf dem Laufband. Was soll's, muss auch mal sein. So, 5 Kilometer sind im Kasten. Ich schaue hier lustige Videos vom Berlin-Marathon der letzten Jahre und bereite mich schon mental darauf vor. Denn in 7 Wochen ist es soweit. Dann heißt es Berlin-Marathon. Aber erstmal in 3 Wochen heißt es für mich Marathon Asunción in der Hauptstadt Paraguays. Ah, 10 Kilometer sind im Sack. Aber draußen ist es nicht nur wesentlich einfacher, sondern es macht doch viel mehr Spaß zu laufen als drin auf dem Aufwand. Aber gut, wie gesagt, heute muss es weiter sein. Und was ziehe ich auch so durch. So, die nächsten 5 Kilometer im Kasten, Kilometer 15, dann noch 6 zum Halbmarathon. Ich muss sagen, es ist echt hart. Also viel härter als draußen zu laufen, hier auf dem Laufband. Stupide, vorm Spiegel. Aber gut, wie gesagt, da muss ich heute durch. Das werde ich auch machen. Kilometer. 20 Kilometer vorm Spiegel. 20 Kilometer auf den Laufband in konstanter Geschwindigkeit. Das ist anstrengend. Aber ich habe mir überlegt, ich werde jetzt die 2 Stunden voll machen. Jetzt so 18 Minuten zu laufen. Und denke mal, dass dann 23 Kilometer rauskommen. Und dann bin ich heute durch auf jeden Fall. Schauen wir mal, was passiert.
Okay, Halbmarathon. Der Halbmarathon ist im Kasten. Halbmarathon ist ready. Und ja, jetzt noch ein paar Minuten. Langsames Auslaufen. Und dann gibt's eine Dusche. So, 2 Stunden durch. Der Drops ist gelutscht. 2 Stunden heißt 23,23 Kilometer. War sehr hart, muss ich sagen, da das immer auf der gleichen Stelle war. Nur mit mich, in meinem Spiegelbild, im Blickfeld und einigen YouTube-Videos vom Berlin-Marathon. Dennoch, wie gesagt, ich hab's gepackt. Long Run Friday, done. Long Distance in Fitnessstudio abgeschlossen, auf dem Laufbahn war schnell duschen und jetzt geht's zurück zur Arbeit. Wie ihr seht, regnet es immer noch, wie aus Eimern gießt es. Na gut, nichtsdestotrotz, Long Distance heute erledigt und jetzt bin ich bereit für einen langen Arbeitstag noch. That's life. Ja, aus dem Fitnessstudio ging es dann zurück zur Arbeit und nächsten Tag morgens dann zur Expo vom New Balance 15 Kilometer Run hier in Buenos Aires. Eine spannende Geschichte, war echt cool. Die Expo war nicht wirklich groß, aber größer als viele andere hier. Waren coole Bilder. Doch, seht selbst. Gestern hat es wie aus Eimern geschüttet, heute der schönste Sonnenschein, wunderschönes Wetter hier in Buenos Aires. Für mich heißt es jetzt den Kit abholen für morgen, denn morgen, wie ihr wisst, heißt es 15 Kilometer New Balance Run hier in Buenos Aires. Ja, und jeder Teilnehmer der 15 Kilometer New Balance hat auch die Chance, beim New York Marathon mit teilzunehmen. Also meine letzte Chance, noch in New York im November laufen zu können. Ja, nach der Expo ging es dann weiter zur Arbeit. Da habe ich den ganzen Tag dann durchgezogen bis nächsten Morgen um 1. Von da aus dann nach Hause. War dann um 2 zu Hause, um 3 geschlafen. Um 6 hat dann wieder der Wecker geklingelt, denn wie ihr wisst, die meisten Läufe starten sehr früh, Sonntagmorgen. Auch in diesem Fall war es wieder soweit. 8 Uhr morgens sollte der 15 Kilometer New Balance Run starten. Also musste ich mindestens eine Dreiviertelstunde vorher los. Habe mich dann fertig gemacht, einen Uber gerufen und dann zum Event gefahren und etwas verträumt, noch etwas verschlafen, ging es dann auch schon los. Morgen aus Buenos Aires, während andere gerade aus der Diskothek taumeln, begebe ich mich mal wieder zur Startlinie eines Laufes. 15 Kilometer New Balance Run hier in Buenos Aires. Bin etwas müde, denn Arbeit ging gestern länger als erwartet, aber 15 Kilometer werden schnell abgerissen, denn ich weiß, die Vorfreude ist groß, denn danach geht es wieder ins Bett. Los geht's, 15 Kilometer New Balance Run hier in Buenos Aires. Heute hier mit am Start.
knapp 10.000 Seelen, die mit mir die 15 Kilometer heute laufen. Schönstes Wetter. Wir haben es schon 12 Grad. Die Sonne scheint. Ja, was noch mehr? Mal schauen, was am Ende bei rauskommt. Am heutigen Lauf ist wieder vorbei am Stadion von River Plate. Hier im Herzen Belgranos, Buenos Aires. Es ist, wie schon bei vielen anderen Läufen, ging es hier vorbei, links vorbei und auf der Rücktour dann ein zweites Mal. So, 5 Kilometer sind im Kasten. Das erste Wasser ist angesagt. Ja. Jetzt verlassen wir die Stadt Buenos Aires, Capital Federal, und es geht in die Provinz. Ein reibungsloser Übergang, getrennt durch die Autobahn geht es nach Vicente López. Hier verweilen wir, glaube ich, 3-4 Kilometer und dann geht es wieder zurück in die große Stadt. So, 8 Kilometer sind im Kasten, das heißt, die Hälfte der Strecke ist schon rum. Wird gut. Eine Woche nach dem Sao Paulo Marathon steckt mir nicht mehr in den Knochen. Auch die Woche im Training lief sehr, sehr gut. Ja, was soll ich sagen? Momentan in Topform. Jetzt laufen wir wieder hier unter der Autobahn durch. Das heißt, es geht jetzt wieder nach knapp 3 Kilometer zurück in die Stadt. Wieder nach Palermo. Und jetzt stehen noch die letzten 5,5 Kilometer an. Dann ist der Drop doch wieder gelutscht. Gatorade. So wie vor wenigen Kilometern bereits angekündigt, ist noch mal vorbei. River Plate. Das heißt auch für mich, die letzten 3,5 Kilometer sind jetzt angebrochen. Und ja, schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. So, die letzten 2,5 Kilometer sind angebrochen. Läuft gut. Spitzentempo. Und ja, jetzt genieße ich den Rest der Strecke und diesen wunderschönen Lauf. Kilometer 14, das heißt, der letzte Kilometer ist angebrochen und der andere gibt nochmal ordentlich Gas. Schöner Lauf. Die letzten 500 Meter sind angebrochen und los geht's. Banana. Zur Medaillenausgabe. Yippie-yay. Gracias. Da ist sie, Jungs und Mädels. So, da ist sie, die Medaille. 50 Kilometer New Balance Run. Heute hier wieder aus Buenos Aires. Ja, gelohnt hat sich auf jeden Fall. Schönes Wetter gewesen und hat echt viel Spaß gemacht. Schnell runtergerissen, die 15 Kilometer mit der einfachen Motivation. Jetzt geht's wieder nach Hause und ins Bett.
nach einer schönen Dusche. Ich bin immer noch echt am Arsch, echt müde und habe mir noch eine Mütze Schlaf auf jeden Fall verdient. Also bis dahin alles Gute hier aus Buenos Aires mit der Medaille am Hals und ja, liebe Grüße an den Rest der Welt. Euer André. So, da ist nochmal die Medaille und hier hinter mir Plakat vom nächsten Lauf ist dann der Halbmarathon hier in Buenos Aires am 24.8. Also in bereits wenigen Wochen geht es dann weiter mit dem großen Lauf, der Halbmarathon Buenos Aires mit über 20.000 Teilnehmern. Ja, spannende Kiste das Ganze und das Event war dann auch relativ schnell vorbei. Wie ich schon erwähnte, habe ich mich dann auch schnell durchgekämpft, um wieder nach Hause, um wieder mich ins Bett zu kämpfen, ins Bett zu legen und noch ein bisschen auszuruhen. Wie ihr seht, die Medaille kam wieder an meine Trophäenwand, wo nicht nur Medaille und Startnummer, sondern auch sämtliche Shirts mit rankommen, die ich bei den Läufen trage. Und nun geht's weiter. Schon bereits in 2 Wochen geht's zum Buenos Aires Halbmarathon. Es ist der Start meiner crazy 5 Wochen, denn Halbmarathon in Buenos Aires, es geht weiter. Marathon in Asunción die Woche drauf. Darauf die Woche Halbmarathon in Berlin-Reinickendorf. Darauf die Woche Halbmarathon in Athen und dann das große Highlight, der Marathon in Berlin, auf den ich mich schon richtig freue und auf den ich mich wirklich mit viel Herzblut darauf vorbereite. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es wieder heißt, André läuft hier aus Buenos Aires und zwar nächsten Sonntag an gleicher Stelle am gleichen Kanal und wie gesagt, ich freue mich sehr auf euch. Danke, dass ihr da seid. Vielen Dank für jeden Like. Vielen Dank für jedes Abo und danke für eure Kommentare. Euer André.